Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über Dinge, die mich in Deutschland überrascht haben. Abonniert uns und klickt auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Als ich das erste Mal in Deutschland war, hat mich die Pünktlichkeit der Menschen beeindruckt. Alles scheint genau zu funktionieren, sogar die Busse und Züge. Ja, das stimmt. Hier ist es wichtig, pünktlich zu sein. Das merkt man besonders im Alltag, wenn man Termine hat oder sich mit jemandem treffen will. Etwas anderes, das mir aufgefallen ist, sind die vielen Regeln und Schilder. Es gibt für alles eine Regel und die meisten Menschen halten sich daran. Genau, und das hilft oft, das Leben einfacher zu machen. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Die Verkehrsregeln sind klar und die meisten halten sich daran. Eine weitere Sache, die ich interessant fand, ist das Pfandsystem. Man bekommt Geld zurück, wenn man Flaschen und Dosen zurückgibt. Das kannte ich von zu Hause nicht. Das Pfandsystem ist eine gute Idee, um Müll zu reduzieren. Viele Leute sammeln Flaschen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und das hilft der Umwelt. Was mich auch überrascht hat, ist, wie wichtig Recycling und Mülltrennung hier sind. Jeder hat verschiedene Mülltonnen und es ist normal, den Müll zu trennen. Ja, das stimmt. Es gibt sogar spezielle Abholtage für verschiedene Arten von Müll. Das zeigt, wie wichtig Umweltschutz hier ist. Und dann gibt es noch die Sache mit dem Bargeld. Viele Menschen zahlen immer noch lieber bar, auch wenn es Karten gibt. Das stimmt. In manchen Geschäften kann man sogar nur mit Bargeld zahlen. Das war für mich am Anfang ungewohnt. Eine andere interessante Sache ist, dass man oft guten Appetit wünscht, bevor man mit dem Essen beginnt. Das zeigt, wie wichtig das gemeinsame Essen ist. Ja, das stimmt. Essen ist hier oft eine soziale Aktivität. Man trifft sich, isst zusammen und redet viel. Mir ist auch aufgefallen, dass die Deutschen viel Wert auf ihre Freizeit und Hobbys legen. Sie planen oft ihre Wochenenden im Voraus. Ja, das ist richtig. Viele nutzen die Freizeit, um Sport zu treiben oder die Natur zu genießen. Das ist eine gute Balance zur Arbeit. Apropos Arbeit. Die Bürozeiten sind oft ziemlich klar geregelt. Viele haben einen festen Feierabend und arbeiten nicht zu Hause weiter. Ja, das ist ein wichtiger Teil der deutschen Kultur. Die Trennung von Arbeit und Privatleben ist hier bedeutend. Auch die Essgewohnheiten sind interessant. Zum Frühstück gibt es oft Brot mit Aufschnitt oder Käse, was für mich neu war. Das liegt daran, dass Brot hier ein wichtiger Teil der Ernährung ist. Es gibt so viele verschiedene Sorten, das ist erstaunlich. Schließlich habe ich bemerkt, dass viele Menschen mit dem Fahrrad fahren, selbst wenn es kalt oder regnerisch ist. Fahrräder sind hier ein wichtiges Verkehrsmittel. Es gibt viele Radwege und das Fahrradfahren ist oft schneller als das Auto. Eine Sache, die ich in Deutschland unerwartet bemerkt habe, ist, wie viele Regeln es für kleine alltägliche Dinge gibt. Ja, das passiert oft, dass man plötzlich merkt, wie viele Regeln es gibt, die man vorher nicht kannte. Zum Beispiel das Anstehen in einer Schlange, das ist hier sehr strukturiert. Genau, das war für mich neu. Man steht in einer Reihenfolge und niemand drängelt sich vor, das ist wirklich angenehm. Und dann gibt es noch die Regel, dass man an Fußgängerampeln immer wartet, bis sie grün sind, selbst wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Richtig, das fand ich am Anfang etwas übertrieben.
aber es sorgt für Sicherheit und Ordnung. Eine weitere interessante Regel ist die Sache mit dem Sonntagsruhegebot. Viele Geschäfte und Läden sind sonntags geschlossen. Das hatte ich nicht erwartet. Es ist ein Tag der Ruhe und Erholung für viele Menschen, was ich inzwischen sehr schätze. Auch beim Müll gibt es viele Regeln, wie wir schon im letzten Teil besprochen haben. Die Mülltrennung ist sehr wichtig und man muss wissen, was in welche Tonne gehört. Und dann gibt es noch die Sache mit dem Leergut. Man bringt Flaschen zurück und bekommt den Pfand erstattet. Das war für mich anfangs etwas ungewohnt. Ein weiteres Beispiel für eine Regel, die man plötzlich bemerkt, ist die Hausordnung. In vielen Wohnhäusern gibt es feste Regeln, wann man zum Beispiel Wäsche waschen darf. Ja, diese Regeln sind wichtig, um das Zusammenleben angenehm zu gestalten. Jeder hat seine Zeiten und das verhindert Streit. Auch im Straßenverkehr gibt es solche kleinen Regeln. Zum Beispiel das Rechtsfahrgebot auf Rolltreppen, das fand ich sehr praktisch. Stimmt, das sorgt dafür, dass die Menschen, die es eilig haben, links vorbeigehen können. Kleine Regeln, die das Leben einfacher machen. Und dann gibt es noch die Sache mit den Parkscheiben. Man stellt sie ein, wenn man parkt, um die Parkzeit zu markieren. Ja, das war für mich neu. Es ist eine einfache Methode, um Ordnung zu halten und den Überblick über die Parkzeiten zu behalten. Eine weitere Regel, die ich interessant finde, ist das Trinkgeld geben. Es gibt keine feste Regel, aber es ist üblich, ein wenig Trinkgeld zu geben. Das habe ich auch bemerkt. Es zeigt Wertschätzung für den Service und es wird erwartet, dass man etwas gibt, wenn man zufrieden ist. Schließlich ist mir aufgefallen, dass es oft Regeln für das Verhalten in der Öffentlichkeit gibt, wie zum Beispiel die Lautstärke in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, das finde ich gut. Es sorgt für eine angenehme Atmosphäre und zeigt Respekt gegenüber anderen Menschen. Welche Regel in Deutschland hat euch am meisten überrascht oder beeindruckt? Eine Sache, die ich am Anfang wirklich komisch fand, ist das deutsche Brot. Es gibt so viele verschiedene Sorten und es schmeckt ganz anders als das, was ich gewohnt war. Stimmt, das Brot hier ist oft dunkler und kräftiger im Geschmack. Anfangs ist das überraschend, aber viele mögen es dann sehr. Ja, jetzt vermisse ich es, wenn ich es nicht habe. Eine weitere Sache, die mir komisch vorkam, war, dass man in Deutschland oft bar bezahlt. Das habe ich auch bemerkt. In vielen Ländern zahlt man fast alles mit Karte, aber hier ist Bargeld noch sehr verbreitet. Genau. Und man muss oft kleine Münzen parat haben, vor allem bei kleineren Beträgen. Das war für mich ungewohnt. Eine andere Sache, die ich interessant fand, ist der Umgang mit Haustüren. In Deutschland schließt man die Haustür oft ab, auch wenn man zu Hause ist. Das hat mich auch überrascht. In anderen Ländern lässt man die Tür oft einfach zu, ohne abzuschließen. Es gibt einfach diesen Sicherheitsgedanken. Eine weitere Sache, die am Anfang komisch wirkt, ist das frühe Abendessen. Ja, viele essen hier schon gegen 18 Uhr zu Abend. In anderen Ländern isst man oft später. Richtig. Und es wird oft warm gegessen, was für einige ungewohnt ist. Aber man gewöhnt sich daran. Und dann gibt es noch diese Sache mit den Schuhen. Viele ziehen ihre Schuhe aus, wenn sie eine Wohnung betreten. Das stimmt. Es ist eine Höflichkeitsgeste und hält die Wohnung sauber. Anfangs wirkt es ungewohnt, aber es macht Sinn.
Eine andere Sache, die ich bemerkt habe, ist der Umgang mit Wasser. In Deutschland trinkt man oft Sprudelwasser statt stilles Wasser. Ja, Sprudelwasser ist sehr beliebt. Das fand ich anfangs auch komisch, aber es erfrischt wirklich gut. Und dann die Sache mit den Schüttelbewegungen, wenn man jemandem die Hand gibt. Das ist hier sehr wichtig. Ja, der Händedruck ist fest, aber nicht zu stark. Es ist ein Zeichen von Respekt und Höflichkeit. Ein weiteres Thema, das anfangs komisch wirkt, ist der Umgang mit dem Wetter. Man spricht oft über das Wetter, als wäre es das wichtigste Thema. Das stimmt. Das Wetter ist ein beliebtes Gesprächsthema. Es ist ein einfacher Weg, ein Gespräch zu beginnen. Und dann gibt es noch die Sache mit den Feiertagen. Viele sind sehr traditionell und es gibt spezielle Bräuche. Ja, besonders zu Weihnachten oder Ostern. Das kann anfangs verwirrend sein, aber es ist auch schön zu sehen, wie diese Traditionen gelebt werden. Und schließlich fand ich die Ruhezeiten komisch. Es gibt feste Zeiten, in denen es ruhig sein muss, zum Beispiel in der Mittagszeit. Ja, das dient der Erholung und Rücksichtnahme. Anfangs wirkt es streng, aber es schafft eine angenehme Atmosphäre. Was war für euch das Überraschendste oder Ungewohnteste an einer neuen Kultur, das ihr kennengelernt habt? Wenn man länger in Deutschland lebt, gewöhnen sich viele Dinge, die zuerst komisch erscheinen, an, zum Beispiel das frühe Abendessen. Anfangs fand ich es seltsam, so früh zu essen, aber jetzt ist es ganz normal. Ja, das stimmt. Auch die Sache mit dem Brot habe ich schnell zu schätzen gelernt. Es gibt so viele Sorten und es ist einfach lecker. Am Anfang war es ungewohnt, aber jetzt könnte ich nicht darauf verzichten. Mir ging es ähnlich mit dem Sprudelwasser. Anfangs fand ich es komisch, dass alle Sprudelwasser trinken. Jetzt trinke ich es auch gerne, besonders im Sommer. Genau. Und das Thema Bargeld, ich habe mich daran gewöhnt, immer ein paar Münzen dabei zu haben. Es fühlt sich jetzt ganz normal an, auch wenn ich früher fast alles mit Karte bezahlt habe. Das Abschließen der Haustür, auch wenn man zu Hause ist, war für mich am Anfang auch ungewohnt. Jetzt mache ich es automatisch, ohne darüber nachzudenken. Ja, das ist wirklich eine Gewohnheitssache. Auch die Sache mit den Schuhen ausziehen hat sich bei mir eingebürgert. Es ist jetzt ein ganz normaler Teil meines Alltags. Die Ruhezeiten, die anfangs streng wirkten, sind jetzt etwas, das ich wirklich schätze. Es tut gut, diese festen Zeiten zu haben, um sich zu entspannen. Und das Sprechen über das Wetter, zuerst fand ich es seltsam, aber jetzt ist es ein normaler Teil meiner Gespräche. Es ist ein einfacher Weg, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Genau. Und die Bräuche zu Feiertagen habe ich auch übernommen. An Weihnachten und Ostern freue ich mich jetzt auf die traditionellen Feste und das Zusammensein. Die Händeschüttelkultur fand ich anfangs ungewohnt. Jetzt gehört ein fester Händedruck für mich einfach dazu, wenn ich jemanden treffe. Ja, und viele dieser Dinge, die anfangs seltsam wirkten, tragen jetzt zu einem Gefühl von Heimat bei. Es ist interessant, wie sich die Perspektiven ändern können. Absolut. Man lernt, die Dinge zu schätzen und sie als Teil des Alltags zu sehen. Es ist schön, wie man sich anpassen kann und dabei neue Gewohnheiten entwickelt. Und oft merkt man gar nicht, wie die Dinge, die zuerst fremd waren, ganz normal werden. Es passiert einfach mit der Zeit.
Richtig. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, wie flexibel und offen man für Neues sein kann. Es bereichert das Leben und öffnet den Blick für verschiedene Lebensweisen. Es ist auch spannend zu sehen, wie sich die eigenen Vorlieben ändern. Dinge, die man vorher nicht mochte, werden plötzlich wichtig. Und man freut sich darauf, diese Gewohnheiten auch anderen zu zeigen oder zu erklären, die neu in Deutschland sind. Es wird zu einem Teil der eigenen Identität. Genau. Und diese Veränderungen sind oft unbemerkt. Man realisiert erst später, wie sehr man sich angepasst hat. Es zeigt, dass man überall auf der Welt ein Zuhause finden kann, wenn man offen für Neues bleibt und sich anpasst. Und gleichzeitig bleibt man auch sich selbst treu, indem man neue Erfahrungen in das eigene Leben integriert. Das macht das Leben in einem anderen Land so spannend und bereichernd. Es ist ein ständiger Lernprozess, der viel Freude bringt. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt etwas Neues gelernt. Schreibt uns in die Kommentare, welche Wörter oder Themen euch am besten gefallen haben. Ja, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Das Brot. Das deutsche Brot gibt es in vielen Sorten. Viele Menschen mögen das kräftige und dunkle Brot. Das Bargeld. In Deutschland ist Bargeld noch sehr verbreitet. Manchmal muss man in Geschäften mit Bargeld zahlen. Die Haustür. In Deutschland schließt man die Haustür oft ab. Es gibt den Sicherheitsgedanken, die Haustür zu sichern. Das Sprudelwasser. Viele Menschen trinken in Deutschland Sprudelwasser. Sprudelwasser ist besonders im Sommer sehr erfrischend. Die Ruhezeiten. Die Ruhezeiten sind feste Zeiten für Erholung. Viele Menschen schätzen diese Ruhezeiten sehr.